So, meine werten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Wir kehren jetzt zu Martel zurück, wo auch immer das ist. Hier in der Geschäftsleitung. Okay, nutzen wir doch die Schnellreise, wenn wir sie haben. Gucken mal, was die nächste Aufgabe wird. Okay. Wo bist du? Da. Situation report. All sectors. Executive is in the process of being fortified, as per your orders. Maintenance is relatively stable. A security employee named Arish has apparently prevented multiple key locations from being taken by the Hiss. Research is overrun, with a small team currently holding the HRA lab. Containment is, well, it's gone dark. No one's heard anything from them since the attack. Let's hope no news is good news. Let's hope. Komm noch mal her, damit wir mit dir interagieren kann. Och, Mann. Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it. She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him? We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Oh, Junge. Grenzbereich. Oh, habe ich ganz viele Sachen gerade bekommen. Ich muss erstmal ganz viel lesen jetzt. Beim Leben meines Bruders. Oh, neue Daten. This is Lynn Salvador, head of Bureau Security. I'm making a formal security order due to the incident in April. Case number 21HQ593. Improper use of the jukebox altered item led to 2 fatalities. We believe a pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in inappropriate workplace behavior. An expedition team found them decomposing at the formation's base a week later. At least we found out the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive sector. It should never have been accessible to low clearance staff in the first place. The new location's security and proximity to a high-traffic area will prevent misuse, while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. Jukebox.
Ich erinnere mich da an was, aber ich glaube, es ist DLC-Content. Kann das vielleicht sein, dass es ein DLC-Ding da gerade schon war? Ich weiß es nicht. Naja. Okay, ich würde ganz gerne nochmal tatsächlich mit Emily reden. Der hat doch bestimmt noch ein paar interessante Sachen zu sagen. Oder sie hier auch. Mit der kann ich gar nicht reden. So, hier. Was geht ab? Oh, du hast gerade geredet. Tut mir leid. Jesse, when you were down in research, did you run into a Dr. Rhea Underhill? I didn't. Who is she? She is a colleague of mine. A researcher studying a kind of extra-dimensional mold growing below research. Well, I don't like the sound of that. No one does. Look, I haven't heard from Rhea since the Hiss arrived. Would you mind having a look around for her next time you're in research? Of course. Thanks, Jesse. Now, what's on your mind? Ja. Die will ich auf jeden Fall machen erstmal. Mal wieder eine Nebenmission. So, reden wir erstmal. I visited the quarry. What's the plan for all that black rock? The Bureau has used BlackRock almost exclusively for containment purposes. See, I say, branch out. Instead of boxes, helmets. Instead of blast shields, knives. Knives? Yes, knives! So many combat applications. Slicing, stabbing, gouging. Sorry. I've been trying to get Darling to explore combat applications for years. I got a little excited. Wow. I did not expect that from her. Boy. This place is looking good. Arish is making real progress around here. Right? This place is a fortress. And with him taking care of operations here, I can spend more time analyzing the Hiss. I've been attempting to isolate and neutralize the Hiss resonance in blood samples, but no luck so far. So you can't reverse it? Not yet, but perhaps reversing it is too simple. See, if Hiss resonance can rewrite human genetics, then perhaps it's a question of rewriting the Hiss resonance. In theory, that could pave the way for custom human genetic alteration. I wonder how often the phrase mad scientist is used around here. How is HRA production coming along? Better than expected. We've already made enough to get people out of a couple safe rooms. They're here, alive, thanks to you. And we never would have lasted this long if you hadn't walked in those doors. You deserve thanks too, of course. We got this place up and running together, Emily. Sure. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. Das klingt interessant. Naja, gut. Jo, und dann schauen wir jetzt mal. Erstmal, wo muss ich hin? Ich muss in den Forschungssektor, was sehr gut passt mit den Gegenmaßnahmen, Outfits. Ich will Outfits. Okay. Habe ich jetzt eigentlich mal irgendwas Neues? Nein. Okay. Ihr seht, sie können ich glaube ich so aufwerten jetzt, ne? Ne, Hauserinnerung brauche ich immer noch. Nee. Lohnt sich alles nicht. Hier haben wir was Schönes. Machen wir das. So. Oh, Karriereleiter. Der letzte Modifikationsslot ist frei. Schön. So, dann reisen wir jetzt hin, wo auch immer ich hin muss. Forschung. Boah, jetzt sagt das Spiel natürlich nicht genau wo. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich gehe mal hier hin. Ich gucke nochmal in die Beschreibung, ob da irgendwas steht. Da ist auch noch irgendwo rechts in dem Bereich, wo ich noch gar nicht drin war. Unter der zentralen Forschung. Warte mal. Nee, oder? Warte. Ich bin so verwirrt, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob das DLC-Content ist. Central Research. Warum komme ich da nicht rein? Das ist ein Käse hier. Moment, dann porte ich mich mal woanders hin.
Aber nee, ich meine, dass der DLC-Content erst nach dem Hauptspiel überhaupt freigeschaltet wird. Zentrale Forschung. Weil er hat doch gerade irgendwas mit einem Pilz erzählt und ich erinnere mich daran, dass es da einen Achievement gab, also auch im Main Game, weil ich habe mir die jetzt nochmal angeguckt. Hier unter der zentralen Forschung. Könnte das hier schon... Ah, ist bestimmt da in dem Loch drin, ne? Scheiße. Gucken, ob ich da reinkomme. So, Grenzbereiche. Zusammenfassung. Grenzbereiche waren schon immer Katalysatoren für große Inspiration und Herausforderungen. Wenn sich durch ein neuer Grenzbereich im ältesten Haus manifestiert, können wir nie mit Gewissheit sagen, welche neue Entdeckung es für die Behörde bereithält, müssen diese Gelegenheit jedoch immer wahrnehmen. Dieser Bericht untersucht den Unterscheidungsprozess neuer Grenzbereichseigenschaften gemäß ihres Nützlichkeitspotenzials. Der Steinbruch hat uns den Schwarzstein beschert, eine unserer wertvollsten Entdeckungen, doch wenn der Fungus einen wissenschaftlichen Nutzen hat, ist er schwer auszumachen, und da wir die wuchernde Pflanzen nur mit Mühe bekämpfen können. Diese beiden Fälle unterscheiden sich deutlich und ein Vergleich könnte sich lohnen, da ihr Studium völlig unterschiedliche Gefahren und Nutzen birgt. Was sagen, es gibt ja, stimmt, das wollte ich ja noch machen hier, ne, nach Medien gucken hier. Aber hier gibt es auch eigentlich nichts. Außer das, was wir schon hatten. Naja gut, ich versuche jetzt einfach mal da reinzugehen. Da unten. Ich hoffe, das klappt. Ich kann ja mich mit Dashen und so, hier zack, ne, so, mich retten quasi. Die Grube. Eieiei. Uah! Strom. Wir brauchen so ein Stromkästchen. Hi. Ihr seid gut gesinnt, oder? Wie auch immer ihr hier hingekommen seid. Ich hinterfrag's mir nicht. Eng. Ja, ne? Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Excuse me, are you lost? No. Moment. Fungus-Grenzbereich. Du möchtest also wissen, wie meine Fungusforschung läuft, Kasper? Kasper. Hier ist der Stand der Dinge. Mikroskopische Organismen, die im Aussehen ähneln, konstruieren die Architektur des Fungus. Ich verstehe nicht, ob die ursprünglichen Multiplikatoren des Fungus oder von einer Fungusinfektion befallen sind. Der Fungus ist der fruchtbarste und hartnäckigste Organismus, den ich je gesehen habe. Meine Theorie ist, dass es irgendwo auf unserer Seite des Grenzbereichs eine Fungusquelle gibt, die hier verwurzelt ist, um das Wachstum in unserer Dimension zu beschleunigen. Ich nenne diese bisher unbekannte Quelle Fungus 1. Der Fungus produziert einen appetitlichen Duft, um Menschen zum Verzehr zu verleiten. Er breitet sich in der Brusthöhle aus und erfasst schnell den gesamten Körper, wobei er die Kontrolle über die motorischen Funktionen übernimmt. Dieses Verhalten wurde nicht beobachtet, als ich hier eintraf, was bedeutet, dass der Fungus sich an unsere Präsenz angepasst hat und unsere biologischen Notwendigkeiten als Mittel der Verbreitung anvisiert. Es ist ein echt geniales kleines Ding. Ein vollständiger Bericht wird bald fertiggestellt sein, jetzt nur nicht die Pferde scheu machen. Okay, ich glaube, hier liegt noch mehr, oder? Ja. Ganz viel zu lesen, Mann. Dr. Darlings frisch verfasste Abhandlung mit dem Titel enthält ein paar eklatante Auslassungen, die ich beleuchten möchte. Zunächst mal ist die gesamte Prämisse der Abhandlung, dass der Steinbruch-Grenzbereich ein Vorteil für die Behörde ist, während der Fungus aktiv feindlich gesinnt ist, so seine eigenen Worte. Wir können den Wert dieser Dimension und ihrer Lebensform nicht mit Definitionen der Behörde bestimmen. Zweitens ist der Fungus viel nützlicher als irgendeine Art von Stein. Falls die den Fungus erzeugen, in ihrem Zweck neu konfiguriert werden müssen, können die von ihnen gebildeten Strukturen den größten Wolkenkratzern Konkurrenz machen. Die Resistenz des Fungus gegen eine Reihe von Krankheitsstämmen, die wir einzuführen versuchten, könnte in abgeleitet werden. Ja, diese Anwendung ist zugegebenermaßen schwieriger, als einen Stein aufzuheben und ihn an eine Wand zu kleben. Aber ich frage mich, wann die Behörde ihr Verlangen nach einer Herausforderung verloren hat. Und aller guten Dinge sind drei. Nee, das ist doch ein Bericht. Underhill. Nachfrage.
Hallo Raya, wie ist die Lage da unten? Hast du Spaß mit dem Fungus? Gewöhnst du dich langsam wieder an das gute alte FBC-Leben? Ich wollte dich auch fragen, wie das Kaffeetrinken mit Emily verlief. Ihr Stern ist im Aufstieg, sie ist unglaublich gescheit und extrem intuitiv, aber ich wollte deine Meinung über sie hören. Ich glaube, ihr zwei könntet sehr gut gemeinsam an einem Projekt arbeiten, könntet voneinander lernen. Lass uns uns treffen und bald darüber sprechen. Wie dem auch sei, entschuldige die Unterbrechung. Ich bin sicher, dass du im Moment an nichts anderes als Fungus denken kannst. Du warst schon immer eine sehr fokussierte Frau. Ich habe das immer an dir bewundert. Wir sprechen bald. Casper. Mhm. Do you normally barge into people's private workspaces? She clearly doesn't know who she's talking to. Shouldn't you be in a safe room? Why? Because of those hiss things the Rangers keep going on about. Haven't you people sorted that out yet? The situation down here could spell doom for the Bureau. You mean this mold? Correct. Perhaps you could help me. I require samples of various mold strains, and the mold has made the environment far too dangerous for me to fetch them myself. Really? Mold samples? I thought this could spell doom. It could, and it will, whoever you are. The mold is spreading. We need to find the source before it spreads too far. And these samples will do that? No. Samples of 5 unique strains, when blended properly, will allow you to travel deeper into the pit, where I've pinpointed the approximate location of the source of the mold. Okay. So what do these samples look like? Similar to the one on my table there. I've made a list of the samples I need. Here. You'll find them throughout the threshold. I'll take a look. My name's Jessie, by the way. I'm sure it is. Oh Gott, damit 5. Okay. Have you worked at the FBC very long? Not long enough to understand their inane methodology. They want me to solve the mold, but how is one to solve anything when the basic molecular structure of this fungus is an utter enigma? Oh, sorry, are you asking me? It's rhetorical. The Bureau wants to control, not comprehend. But to answer your question, I'm a seasoned threshold researcher that's been brought in on a provisional basis to resolve this matter. That's all you had to say. What have you learned about the mold? Firstly, the term mold is a gross oversimplification used only to ease communication. That said, the mold itself appears to be the product of complex microorganisms. They spin the mold, building structures like minuscule cities, swiftly colonizing our dimension, and the speed of these tiny engineers relative to their size is simply staggering. So it grows fast. If you're not going to listen, then why did you ask? So the mold is coming in from where? We don't have a name for the threshold dimension. The origin point has been identified, but the density of the fungus makes it impossible to enter. Even if we could, I speculate that we would only find a reality entirely subsumed by the fungus. Total decomposition. It's weird how excited she is, right? What do you know about the hiss? How could I know anything about an entity I've only just learned of? This is exactly the Bureau's problem. My work is always interrupted by these superfluous matters. Calm down. Just keep your HRA on and I'm sure you'll be fine. This crude thing. I thought it was Darling's idea of a practical joke. Not quite. Just keep your head down while I handle the hiss. I need to get going. Try not to transport any spores outside the infected areas. Oh Mann, sehr viel Gespräche gerade. 5 Typen müssen wir finden. Wächst neben der Grube. Wird das hier irgendwie Forschung aktiver Grenzbereich? Ja, okay. Das heißt, wir müssen schon irgendwie auch wohin? Wir müssen wohin? Was beschwert sich jetzt schon wieder hier? Halt doch die Fresse, Mann! Okay. Ja, die Folge ist eigentlich so gut wie vorbei, aber wir gucken nochmal schnell hier oben rein. Vielleicht finde ich ein bisschen was, vielleicht auch einen Speierpunkt oder so. Smells so sweet down here. Suddenly I'm really hungry.
I wonder how this mold tastes. Okay. Das ist nichts. Ja, du kannst ja einmal tasten. So, ist gar kein Problem. Oh, wir haben noch was zu lesen. Schön. Feierken, Hintergrund. Agenten bemerkten eine Person ohne festen Wohnsitz, die für gewöhnlich außerhalb des Hauptquartiers der Behörde zu finden war. Das Objekt bei sich trug und laut verkündete, dass sie für den Mangel an ungünstigem Wetter verantwortlich war. Die Häufigkeit dieser Behauptung zog die Aufmerksamkeit von Dr. Darling persönlich auf sich. In Interviews, die als ungezwungene Gespräche getan waren, berichtete die Person, dass das Objekt mir bei Hitze Wolken beschert und Sonne, wenn der Regen plärt. Ein bemerkenswertes Ereignis trug sich während schwerer Regenfälle zu, als der Vagabund dabei beobachtet wurde, wie er möglicherweise ein Ritual mit dem Objekt abhielt. Siehe bla für weitere Details. Dr. Darling berichtete von einer sekündigen Wartezeit, bis der Regen aufhörte. Der Vagabund wurde am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Nach konnten keine festgestellt werden, sodass er freigelassen wurde. Das Objekt bleibt aufgrund des Verdachtes auf gewandelte Eigenschaften in der Behörde unter Verschluss, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde. Keine bekannte Abwandlung einer Identifizierungsformel hat bei dem Objekt bisher eine Reaktion ausgelöst. Wir lernen über viele Objekte, die dann eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr vorkommen. Aber gut, das ist auch irgendwie nur so ein geheimer Bereich hier, wa? Na gut. Achso, mir fällt auch gerade mal was ein. Ach, warte mal, wie muss ich nochmal Gegner töten im Forschungsbereich? Weiß ich nicht mehr. Aber wir können doch mal eben den Modifikationsplatz hier ausrüsten. Zack. Ja, Flucht, Energiekosten ist vielleicht nicht so geil. Tatsächlich. Mehr Energie. Ja, ich finde das schon ganz nett, komm. Können wir nochmal mehr Leben. Kind of. Nochmal kurz gucken hier. Mit Schmetterer am Geschäftssektor. Mit Fähigkeiten im Forschungssektor. Fähigkeiten. Klingt danach. War aber irgendwie nicht richtig, wa? Cool. Ach Mann. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle mal die Folge mal wieder mit einem Tod. Beim nächsten Mal erforschen wir da unten nochmal richtig. Ja. Und dann haben wir ganz viel Spaß mit dieser Nebenmission. Uff. Jetzt bin ich halt hier wieder irgendwo, ne? Das ist halt nervig. Ja, hoffen wir mal, dass ich da unten irgendwo einen Speicherpunkt finde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.